Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt im Homeoffice. Ein herzliches Willkommen und Dankeschön auch an unseren Gast, den Europaabgeordneten Dr. Christian Ehler. Mein Name ist So, Daniel Tafelski und ich komme aus Berlin. Derzeit befinde ich mich zwischen meinem Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Master in Politikwissenschaften und China-Studien. Zusammen mit meinem Kollege Tayyab Usaifi. Ich bin Tayyip Usaifi, ich komme aus Tunesien. Ich habe einen Master in North American Studies an der Universität Bonn studiert und ich habe mich auf US-Innen- und Außenpolitik spezialisiert und interessiere mich sehr für die amerikanische digitale Wirtschaft. Genau, und wir freuen Ja, uns zusammen, unsere Fragen zu den transatlantischen Beziehungen heute zu stellen und würden auch direkt schon beginnen mit unserer ersten Frage an Sie, Dr. Ehler. Seit Donald Trump im November abgewählt wurde, scheint für viele die transatlantische Brücke wieder begehbar zu sein. Und es erhoffen sich auch viele von der US-Präsidentschaft Joe Bidens große Veränderungen in den gemeinsamen Beziehungen. Nun zu unserer ersten Frage. Ist das realistisch und ist das auch langfristig realistisch? ich glaube, man muss unterscheiden zwischen eben der Administration, mit der wir es jetzt zu tun haben, der Biden-Administration. Joe Biden ist ein erfahrener Außenpolitiker, war lange im Senat, im Auswärtigen Ausschuss, kennt Europa gut. Das ist nicht mehr selbstverständlich, weil eine ganze Generation im Kongress, aber auch in der amerikanischen Politik sozusagen, haben doch einen sehr deutlich pazifischen Ausrichtung. Joe Biden gehört schon ob seines Alters sozusagen noch der transatlantischen Generation an. Also insofern, das gibt natürlich Anlass zur Hoffnung und alle Einlassungen bisher waren sozusagen, wir wollen wieder die traditionelle Rolle der westlichen Führungsmacht, der westlichen Demokratien spielen. Wir treten wieder dem Klimaabkommen bei. Wir haben ein Verständnis sozusagen von multilateralen Verhandlungsprozessen als Grundlage sozusagen internationaler Politik. Also er hat im Grunde genommen sozusagen das NATO-Versprechen, das Bündnisversprechen und das Thema sozusagen oder die Grundlage sozusagen der Gemeinsamkeiten westlicher Demokratien erneuert. Auf der anderen Seite muss man nicht dann sagen, auch dieser Präsident hat wirtschaftspolitische Ambitionen. Die Amerikaner sind in einem sehr schwierigen in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und er hat die Demokraten im Rücken. Das heißt, die Veränderung innerhalb der Demokratischen Partei, die traditionell eigentlich keine Freihändler waren, dann sich sozusagen im Grunde genommen so ein bisschen gewandelt haben in den letzten 20 Jahren. Und man muss deutlich sagen, dass diese protektionistischen Tendenzen innerhalb der Demokraten wieder stärker geworden sind. Das richtet sich vielleicht weniger gegen Europa und ist stärker auf Asien und vor allem in China bezogen. Aber so diese allumfassende Freude, die ausgebrochen ist, das ist ein amerikanischer Präsident, der sich sehr genau anschauen wird, was die amerikanischen Interessen sind. Und so weit wird er sich da von seinem Vorgänger, glaube ich, nicht unterscheiden.